Sendung, sage ich jetzt mal, das ist mein erster Live-Podcast, den ich mache. Ich bin der Jürgen Seibold von Hysterica und wir haben heute die Ehre, den Christopher Golden direkt aus Bradford, USA, zugeschaltet zu haben und werden über sein Buch Der Fährmann sprechen und am Ende hinaus auch noch über die 7 Pfeifer, die beide beim Buchheim-Verlag rausgekommen sind. So, herzlichen Dank, dass die Halle hier so besucht ist. Danke. So, und gleichzeitig herzlich willkommen Christopher Golden. Ich hoffe, dass die Skype-Schaltung ausreichend funktioniert, damit man auch über die halbe Stunde kommt, weil meistens wackelt Skype gerne. Welcome, Christopher Golden. We hope that the Skype connection will hold this time for the next half an hour. It looks good. Perfekt. So, als erstes, wir wollen ja über den Fährmann sprechen. Einige hier im Saal, kann ich mir vorstellen, werden das Buch noch nicht kennen. Vielleicht willst du ein paar Worte über den Fährmann sagen, um was es prinzipiell in diesem Buch geht. Could you tell us a little bit about the Ferryman, the book that you wrote for? The Ferryman is, well, do you want me to talk about the plot? What? You want me to describe the plot? Yeah, describe a little bit about the plot, yeah. For the people here who probably haven't read it yet. Okay, yes. So The Ferryman is about a woman named Janine who, when she is 8.5 months pregnant, she has a problem with her pregnancy, and she herself dies for a moment, and unfortunately she loses her baby. Want to start with that? Es geht um eine junge Frau, die ihr Kind verliert. That's it? Yeah. So she, while she is dead for that moment, she encounters Karen, the ferryman of the river Styx. Yeah. And she is, tough with him. He's there to take her to the afterlife. She refuses to go and lives. Mm-hmm. And he is so entranced by her that he follows her back to the real world in order to try to force her to be with him. In dem Moment, in dem sie ihr Kind verliert, hat sie den Nahtod erfahren. Sie lernt den Fährmann Charon kennen. Der bringt sie. Can you say that again? Could you say that again? She won't go with him. Sie möchte nicht mit ihm ins Nachleben gehen und er entscheidet sich, ihr zu folgen. So he follows her back to the building. Yeah. And I don't want to give too much away, but it's about love and it's about death. It was sort of my meditation on death and loss and why we should keep living even in the face of horrible loss. Möchte jetzt nicht zu viel von dem Plot verraten, aber es geht auf jeden Fall um Tod, um Liebe und wie man mit einem großen Verlust in seinem Leben umgeht. Sehr gut. Du hast beim Fährmann eine sehr alte Mythologie verwendet, also den Fährmann. You used a very old mythology with the ferryman. Yes. I do that a lot in my work. I take old folklore and old myths and old legends and try to wrap them into stories about modern people and the real, I take old terrors and mix them with new ones. Benutzt eine Menge an alter Folklore, an alten Mythen und bringt sie in die Gegenwart. I have a friend who almost died having a child whose experience is very similar to what I described in the book. And shortly after she told me her story, I was doing other research and I ran across information about Karen that I had read before. But it sparked an idea in my mind of what would happen if I put the two stories, the real story, the human story, and the myth together. Er hatte eine Freundin, die so ein Erlebnis hatte, dass sie beinahe gestorben wäre, und das brachte ihn dazu, darüber zu recherchieren und das in die Geschichte zu verarbeiten. Okay, du hast jetzt auch in dem Buch
beim Fährmann in meinen Augen sehr, sehr geschickt geschafft, unterschiedlichste Religionen bzw. alle Religionen zu einem gemeinsamen Ursprung zu verknüpfen. You put together in your story a lot of different religions to one single origin and did this in a very, very virtuous way. Warum und wie bist du zu dieser Idee gekommen? How did you get to that idea to put these different religions to one single origin? You know, I have always thought that you know, most of us, most people who believe in any kind of God are just believing in what everyone has always believed in many ways, which is that somewhere there is a power and that is greater than we are, and it takes different forms depending on what we believe in. And the idea behind the ferryman is that gods and demons are sort of manifested by belief. They're brought into existence by what people believe in. So it's sort of about what we believe in forging what our gods look like. Hat immer daran geglaubt, dass es einen Ursprung gibt, eine ursprüngliche Quelle und dass alle Leute eigentlich an irgendetwas glauben und dass da durch den Glauben an Götter oder an Dämonen sie dem Ganzen eine Gestalt geben. Beim Schreiben vom Fährmann und diesen Gedanken, die Religionen zusammenzubringen, welche Schwierigkeiten gab es denn da in deinen Augen, um das plausibel und glaubhaft dem Leser rüberzubringen? What difficulties or what challenges did you have to bring that over to the reader in a way that it was believable? To bring the religious element or the ferryman? The religious element, yeah. You know, I don't know. I try to assume that all of the readers that are out there right now are pretty smart and that they'll understand when I'm trying to explain. And I think that you know, a lot of people understand that, you know, over the course of human history, we have all believed in different things. We've all believed in different gods, but we've believed in them because we're trying to explain the world around us. We're trying to explain the human spirit. And so each version of what gods were or what God is just trying to find an explanation for the world and for people. And I think even if they haven't spent time thinking about it, most people feel that. Er geht davon einfach aus, dass die Leser smart sind und dass sie immer auch versuchen, das zu verstehen, was der Hintergrund dieser ganzen Religionen sind und von diesen Vorstellungen. Und dass sie es schaffen, das auch selbst rüberzubringen. Sehr schön. Also neben diesem Aspekt der zusammengefügten Religionen gibt es natürlich, wie in fast allen Büchern, auch im Fährmann, eine Liebesgeschichte. There is a love story in the Ferryman, die auch einen nicht unerheblichen Teil der Geschichte an Platz einnimmt. It has a lot of place in the story. Right. Ja, was mich persönlich ein wenig an den früheren Stephen King erinnert hat, weil es da auch immer dasselbe Vorgehensweise war, dass man so langsam das Grauen in den normalen Alltag reinbringen lässt. It reminded him a lot of the early Stephen King, where the horror slowly gets in the story more and more until it really explodes. A slow burner. Yeah, well, I look at it this way whenever I'm writing a horror novel or any kind of supernatural novel, is that what I want to do is I want to talk about the people, I want to talk about their relationships. And we have, everybody who is listening to you right now, listening to us right now, has something in their lives
that they're just trying to keep balanced. So if you want to start with that, then I'll go on. Ja, er geht davon aus, dass die meisten Menschen etwas haben bei Beziehungen, wo sie versuchen, eine Balance zu erreichen. So, what I try to do is I use the supernatural and monsters and the horrifying things and bring them into a human situation as like a fuse to lead to that explosion, right? So that the things that we are trying so hard to keep in balance are thrown out of balance, and what happens then? Und er versucht dann, wenn dann das Übernatürliche in die Welt einbricht, in das Normale, zu beschreiben, wie die Menschen damit umgehen, wenn es zu dieser Explosion kommt, wie sie diese Herausforderungen dann bestehen. And I also think that when you have trouble in your life, real trouble in your life, which we all will have at some point, you learn who is going to stand by your side and who is not going to stand by your side. Und er geht davon aus, dass in dem Moment, in dem man wirkliche Probleme in seinem Leben hat, man auch feststellen wird, wer tatsächlich zu einem hält und wer nicht. And that's one of the great things about writing these kinds of stories, is that you have characters who prove themselves in each other's lives, real friendships, real love. So yeah, I love writing horror stories, but I love writing them because they show us what's most human. Ja, in Horrorgeschichten findet man besonders stark heraus, was es ausmacht, ein Mensch zu sein, durch diese ganzen Herausforderungen, die im Horror-Genre sehr, sehr extrem auf einen einbrechen. Okay, dann gehen wir mal kurz vom Fährmann weg zum anderen Thema. Und zwar ist es so, dass wir in Deutschland, warum auch immer, Fantasy und Horror immer noch gerne als Trivialliteratur sehen. On another topic here in Germany, horror and genre fiction in general is a little bit looked down at as trivial. Gibt es I think that's true everywhere, but there are always these books that rise above, and I think that I think horror is the one genre where you can talk about anything, and it can be the most human of genres. So there are lots of people who look down on it, but I'm happy to say that there are many who don't. Er geht davon aus, dass es nicht nur in Deutschland so ist, sondern überall, und dass es da einfach wie in jedem Genre auch die Bücher gibt, die über die Masse oder aus der Masse herausragen. I also just want to add that I think that with the way things are going, I think that we need horror stories more than ever, especially in my country. Und er geht sehr davon aus, dass gerade in der heutigen Zeit wir Horrorgeschichten mehr denn je brauchen und das, was sie zu sagen haben, die Human Condition. Das stimmt, ja, das stimmt. Was noch ganz gut zu dem Thema Trivialliteratur passt und dem entgegenspricht, du hast ja vor kurzem den Bram Stoker Award verliehen bekommen. You got the Bram Stoker Award recently. Congratulations for that. Thank you. Für welches Buch war das? Which book was it? It was for my novel Ararat, which, yeah, it was very interesting. I had won the nonfiction Bram Stoker Award 25 years ago, so it was quite a surprise to win this one. Er hatte den Non-Fiction Stoker Award 25 years ago, vor 25 Jahren gewonnen. So für ihn war das sehr überraschend, ihn jetzt auch noch zu bekommen. Dann auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Wie wichtig ist so ein Preis für Schriftsteller? Wie wichtig ist so ein Preis für einen Schriftsteller? How important is such a prize, winning for such an award for a writer? You know, look, an award like that will sell some additional books and it will make people more aware of the award, but there are a lot of things that go into winning. I can't
take it very seriously. I'm very happy. It's really nice to have that pat on the back from other writers. You can start with that and then help finish. Ja, er freut sich natürlich sehr, dass er auf die Art und Weise einen Ritterschlag sozusagen von anderen Kollegen bekommt über den Bram Stoker Award. Natürlich verdient er dadurch auch mehr, weil er mehr Bücher verkauft, aber er kann das Ganze eigentlich nicht wirklich ernst nehmen. Aber vor allem freut er sich über das Feedback von den Autorenkollegen. But you can't take it too seriously, because if you do, then you have to take seriously the people who say that it's awful. Ja, er kann es wirklich nicht so ernsthaft nehmen, weil in dem Moment, in dem er es tut, tauchen ja auch Leute auf, die sagen, was du schreibst, das ist schrecklich. Sehr gut. Dann kommen wir mal zurück zum Fährmann. Let's go back to the Ferryman. Das Buch hat meines Wissens schon 16 Jahre auf dem Buckel. It's already 16 years old now, as long as he thinks. Wie ist denn deine heutige Sichtweise auf dieses für dich dann doch schon recht alte Buch? How are you today looking back to the Ferryman, which is already a little bit more in the past? You know, it is still one of my favorite books that I've written. I also think, but it's one of my favorite books because of the relationships in it, the way that the people support one another. I love those characters, but also because I think it's probably the most frightening thing I've ever written. Er mag das Buch immer noch sehr, er hängt sehr an diesem Buch, vor allem an den menschlichen Beziehungen der Charaktere, der Hauptfigur und Aaron. Can you say the last thing again, please? I think it's also the most frightening thing I've ever written. Er denkt wirklich, dass es das Furchterregendste war, was er jemals geschrieben hat. Wunderbar, du hast den Fährmann interessanterweise bei einem eigentlich Neuling in der Verlagsszene veröffentlicht, dem Buchheim-Verlag. He brought out the Ferryman at the Buchheim-Verlag, which was at that time a newcomer in the scene in Germany. Soviel ich weiß, wurde der Buchheim-Verlag sogar für dieses Buch gegründet. He thinks that Buchheim-Verlag was actually founded for that reason. Yes. Wie kam es denn zu dieser recht unüblichen Zusammenarbeit für einen Schriftsteller, der schon bekannt in den Staaten ist? How came this a little bit unusual cooperation together between a newcomer and a quite established writer? Well, you know, Olaf reached out to me, and his passion was clear, and his intelligence was clear, and his plan was clear. And the book proves that I made the right choice, because it's probably one of the most beautiful books that I've ever had done. Olaf hatte einen Plan, Olaf Buchheim hatte einen Plan und er hatte eine Leidenschaft und auch die Intelligenz, das auch so genau durchzuziehen, dass es auch wirklich sehr schön ausgesehen hat und das Ergebnis hat Christopher Golden recht gegeben. Das Ergebnis ist auch in Deutschland hier sehr detailliert ausgearbeitet. Also es sind Zeichnungen drin vom Grafiker John Howe, danke, vom Grafiker von zum Beispiel der Herr der Ringe. The whole cover art and the way how the book is designed and how it looks, it is really a looker. It has this beautiful cover art by John Howe, the main cover artist for the Lord of the Ring books. Und nachdem ich davon ausgehe, dass du das Buch in der deutschen Version ja kennst, wie es herausgebracht worden ist, ist es denn dann das schönste Exemplar, das auf dem Markt ist von all deinen Büchern, oder gibt es noch ein anderes, das du jeden Lauf gemacht hast? Do you think it is the most beautiful version of one of your books? I do. I think it's absolutely. Geht völlig davon aus, dass es eine der schönsten, die schönste Version eines seiner Bücher. Der Fährmann von John Howe, mit dem Cover von John Howe in der deutschen Version. Wunderbar. Dann gibt es noch ein weiteres Buch, das wir noch kurz anreißen werden beim Buchheim-Verlag. Das ist die Sieben Pfeifer. There's also now for this book fair has come out your book The Seven Whistlers.
The German title is Sieben Pfeifer, auch im Buchheim-Verlag, auch wieder mit der mit dem Coverart von John Howe. Möchtest du vielleicht hierzu auch kurz etwas über den Plot sagen? Do you want to tell us a little bit about the plot of the Seven Listeners, Sieben Pfeifer? Well, I really probably should start by talking about the myth, because that's where the plot comes from. Sometimes, go ahead. Sollte wirklich, denkt er, als erstes mal mit dem Mythos anfangen, mit dem Mythos von der wilden Jagd, wo die Grundidee der Geschichte herkommt. So it started in the United Kingdom. In different parts of the United Kingdom there were legends about the seven whistlers, but in those legends, and most of them, they were spirits in mines, coal mines, or they were birds who flew overhead. And if you heard them all, the end of the world would come. Der Mythos fängt eigentlich, hat seinen Ursprung in England, wo es an verschiedenen Orten diese Volkslauten gibt von den sieben Pfeifern. In Kohleminen war es, oder die Vorstellung war auch, dass sie über einen hinwegfliegen würden, und wenn man sie alle sieben hören würde, dann würde man sterben. But the version that we like the best comes from Wales. And in Wales, the version has to do with the classic black dogs that you see that are there to collect the souls of people who've done wrong. So somehow they've mixed that, in Wales, they mixed that black dog legend with the legend of the seven whistlers. And go ahead, and then I'll explain. Und er vermischte diesen Mythos mit den sieben Pfeifern mit einem Mythos von dem schwarzen Hund. Dieser Mythos kommt aus Wales, der die Seelen von Leuten einfängt, die etwas Schlechtes getan haben und ihnen erscheint und sie holt. So our story takes place in Vermont, in New England, and it's about a young woman. She and her friends begin to see these demonic black dogs, and strange things begin to happen, and it's about family secrets and what happens if all seven of the seven whistlers come together in this town, and of course what will happen is the apocalypse. Ja. Und in dieser Geschichte ist die Handlung angesiedelt in New England, in Vermont, wo eine junge Frau diese Hunde sieht, die sieben Whistlers, und die Idee ist, es geht um Familiengeheimnisse und um die Idee, dass wenn diese sieben Hunde, die seven Whistlers auftauchen, findet die Apokalypse statt. Also erneut ein eher in die Richtung Horror gehende Novelle im Auffall. Das sind, glaube ich, 160 Seiten so viel. So it is a horror novella again. Yes, horror fantasy, because it definitely has that fantasy element to it. Ja, eher Horror oder eher Fantasy, weil es so ein Fantasy-Element hat durch diesen Volksmythos. Wunderbar. Wenn du in den Staaten, du lebst in den Staaten, und nach meinem Gefühl wird der Name Christopher Golden hier in Deutschland immer größer oder bekannter. Inwiefern merkst du in den Staaten, wie deine Bücher in anderen Ländern und natürlich jetzt hier speziell in Deutschland ankommen? Neben finanziellen Zuwendungen natürlich. You're living in the States, and you must probably notice that you're getting more and more well known also overseas. How do you notice that? That's an interesting question. You hardly ever notice it unless you travel, or unless you start to get interview requests, or you appear in magazines. I know that my novel Snowblind and Ferryman both made the top 5 from Virus this year, or last year. From what? Virus magazine in Germany. Yeah. Snowblind and the Ferryman were both in the top 5. So that's nice. That feels like people are starting to notice.
Also er findet es dadurch heraus, dass er allmählich immer bekannter wird, auch hier in Europa, dadurch, dass er Interviewanfragen immer mehr bekommt, dass sein Buch Snowblind und Ferryman, ja, und der Ferryman in den Top 5 des deutschen Genre-Magazins waren. Und ja. So, dann kann man natürlich nur hoffen, dass noch viel von Christopher Golden kommt. Und uns läuft gerade die Zeit davon, deswegen möchte ich mich sehr herzlich bei dir bedanken. We hope to hear much more from you. Unfortunately, we are running a little bit out of time. But very thank you very much for being here for us. Thank you very much for having me, and thank you everybody for listening. Dankeschön. Und gleichzeitig, last but not least, möchte ich noch hier jeden darauf aufmerksam machen, dass sich der Verlag hier auf der anderen Seite trifft. Den Autor kriegen wir leider so schnell nicht rüber. Aber es gibt meines Wissens auch eine Autogrammkarte, die quasi eine echte Autogrammkarte, die vorab gemacht worden ist. Und somit danke ich sehr für die Aufmerksamkeit. Danke.